Los geht's! Vámonos! Vamos. Vamos! Beeindruckendes Hinterland und faszinierende Küsten. Kommen Sie mit an die sonnige Costa Blanca. Spanische Lebensfreude und verrückte Feste. Wir besuchen das Land, wo der Reis wächst und die Orangen blühen. Freuen Sie sich auf abenteuerliche Touren und überragende Architektur. Wir wollen herausfinden, was es in der Region, die bekannt ist für ihren Massentourismus, noch zu entdecken gibt. Willkommen an der Ostküste Spaniens. Wir sind unterwegs im Südosten Spaniens und schauen uns die Gegend zwischen Valencia und Alicante an. Wir besuchen bekannte Orte an der Costa Blanca und weniger bekannte im Inland. Wir starten im Naturpark Albufera, südlich von Valencia. Wie funktioniert das? Kannst du mir das zeigen? Okay. Du musst den Stab festpacken. Wenn du geradeaus lenken willst, musst du ihn bis auf den Boden bekommen und dich abstoßen. Willst du es mal versuchen? Yes, yes, okay. Oh, rein und ziehen. Oh. Ja, I don't fall. Das wollen wir ja nicht, dass ich jetzt hier noch mal wieder reinfalle. Batiste hat das historische Segelboot selbst gebaut. Oh, ist das eine Wohltat. Wenn der Motor aus ist, dann ist es alles wie früher. Authentisches Boot. Wir starten hier. Was ist das für ein Boot? Ein Lastenboot, um schwere Dinge zu transportieren. Zum Beispiel Fische, Reis oder andere Güter. Dieses Boot ist wie die von vor 2000 Jahren. Es wurde ausschließlich Holz, Seil und Baumwolle verwendet. Auch die gesamte Takelage ist wie früher aus Holz. Wind? Kein Wind heute. Kein Wind. Wir müssen einmal die ganze Albufera durchqueren. Es bewegt sich was. Man braucht Geduld. Das dreieckige Segel ist das Markenzeichen der Vela Latina, des lateinischen Segelschiffs. Stärker, stärker. Du musst das Ruder weiter rumreißen. Okay. Ui, ja. Touren durch die Albufera kann man auch auf anderen Booten machen. Der Name stammt aus dem arabischen Al-Buhaira und bedeutet so viel wie kleines Meer. Vor Jahrhunderten war die Lagune noch mit dem Meer verbunden und wesentlich größer als heute. Sandbänke und zahlreiche Inselchen bildeten sich und so entstand die heutige Wasserlandschaft. Früher haben die Menschen in der Albufera vom Fischfang gelebt. Batiste zeigt mir, wie es geht. Was? Alles. Noch mehr? Ui. Das ganze Netz wird jetzt ausgelegt hier. Oh. Ah, und das ist jetzt dieses reusenartige Netz. Da schwimmen sie hier rein. Na, und dann kommen sie nicht mehr raus. Gefangen werden hier vor allem Aal und Seebarsch. Okay, super, gracias. Netze sind ausgelegt, jetzt haben wir Geduld. Gracias. Jetzt fahren wir wieder ans Festland. Der Naturpark ist von unzähligen Kanälen durchzogen. Einer bringt uns nach El Palmar, in den Hauptort der Albufera. Überall am Ufer die Fincas der Reisbauern. Denn die Albufera ist berühmt für den Reis, der hier angebaut wird. Der für die Paella, das spanische Nationalgericht. Batiste und Maria treffen wir später noch mal. Sie haben noch eine Überraschung geplant.
Der See ist nur ein Teil der Albufera. Wir machen es wie die Valencianer und erkunden die vom Wasser durchzogene Landschaft mit dem Rad. Wir wollen wissen, was es mit dem berühmten Paella-Reis auf sich hat. Soweit das Auge reicht, Reisfelder. Die sind aber noch braun, weil Frühling ist. Juan Valero ist Reisbauer in der 5. Generation. In den letzten Wochen hat es außergewöhnlich viel geregnet. Noch sind die Felder zu nass, um sie zu bearbeiten. Von diesem Boden bekommen wir den besten Reis auf der Welt für Paella. Aus der Albufera. Seit mehr als 1000 Jahren wird in der Albufera Reis angebaut. 1/3 des spanischen Reis kommt hierher, erzählt Juan. Wenn der Boden getrocknet ist, pflügen wir ihn mit dem Traktor um und bearbeiten ihn, bevor dann gesät wird. Im Winter werden die Reisfelder mit dem Wasser aus dem See geflutet. So bekommt der Boden neue Nährstoffe. Wenn alles unter Wasser steht, sieht die Landschaft komplett anders aus. Welche Reissorte wächst hier? Bomba, das ist die älteste Reissorte hier, die traditionellste. Die Kombination aus Süßwasser und fruchtbarem Boden, der viel Stärke abgibt, bietet optimale Bedingungen für den Reisanbau. Wenn ausgesät wurde, fluten wir die Felder erneut. Das wird etwa im Mai sein. Dann dauert es ungefähr 4 Monate bis zur Ernte im September oder Oktober. Wie hoch ist der Reis dann? Ungefähr 1 Meter, je nach Sorte. Bomba-Reis ist 1,5 Meter hoch. Okay. Vor langer Zeit war das hier alles ein einziger See. Wir haben das Wasser abgepumpt. Somit kultivieren wir den Reis eigentlich auf dem Grund des Sees. Welches ist deine Lieblingspaella? Die valencianische, mit Hühnchen und... Und warum? Es ist einfach die traditionellste. Ja. Kein Wunder, dass genau hier das spanischste aller Gerichte erfunden worden sein soll, die Paella. Aus genau diesem Grund ist El Palmar ein beliebtes Ausflugsziel. Man hat das Gefühl, der Ort ist ein einziges Paella-Restaurant. Und tatsächlich, mittags sind sie alle voll. Das war auch die Überraschung von Batiste und Maria. Eine authentische Paella aus der Albufera. Oh, wow, wow. La paella, ja. La paella. Mamma mia. Buen provecho. Para 3. Es bleibt mir völlig relaxed. Ich bin begeistert von so einer riesigen Paella-Pfanne. Hühnchen, Hase und Gemüse. Sockerei. Yes. Sockerei. Wichtig, man isst es mittags. Für die Touristen wird es gerne abends serviert, aber eigentlich essen die Spanier mittags die Paella, damit man auch schön Zeit hat, das alles zu verdauen. Caprofite? Bon profit. Bon Profit. Köstlich. Salzig, würzig, intensiv. Wie man eine valencianische Paella zubereitet, sehen wir uns später auch noch an. Contra mí. A mí me gusta
Valencia ist nach Madrid und Barcelona die drittgrößte Stadt Spaniens. Historisch, mediterran und lebenslustig. Hier scheint die Sonne mindestens an 300 Tagen im Jahr. Das geht ja schon gut los mit einem Fast-Crash. Mann. Übrigens, ich kann leider nicht bremsen. Stefanie Schulz, Stadtführerin, Buchautorin. Und sie hat gesagt, es macht total Spaß hier auf dem Wasser, egal mit was. Wir machen jetzt eine Choreografie. Vorbei am Museo de, oh Gott, de les Ciencias. Ciencias. Genau, das Wissenschaftsmuseum von Valencia. Der Riesenbau, der dahinter steht. Super. Das riesige Ensemble aus verschiedenen avantgardistischen Gebäuden ist das Werk der renommierten Architekten Santiago Calatrava und Felix Candela. Was aussieht wie ein futuristischer Riesenhelm, ist das Opernhaus. Und das ist Europas größtes Aquarium. Außerdem gibt es in der Stadt der Künste und Wissenschaften noch ein 3D-Kino, Veranstaltungsräume und ein Open-Air-Museum. Schau dir die Perspektive mal hier an. Wahnsinn. Und dann das ist schön. Ja, total super. Also ständig wechseln die Kunstwerke hier. Alle 6 Monate bekommen wir was Neues. Valencia, genau. Ja, da müssen wir jetzt also sofort ein Foto machen, ha? Sehr schön. Sehr gut. Aber es ist so inspirierend hier. Man kann überall irgendwie neue Perspektiven anders springen und so weiter. Jedes Foto sieht gut aus. Echt? Es ist fast egal. Wahrscheinlich sind die ganzen Instagrammer hier unterwegs, oder? Hashtag. Was ihr jetzt? Tada! Valencia! Mit dem Bau der Stadt der Künste und Wissenschaften sollte Valencia als touristisches Ziel attraktiver werden und nicht länger im Schatten von Barcelona und Sevilla stehen. Das hat geklappt. Seither liegt Valencia ganz weit vorn bei den Städtereisen in Spanien. Guck mal hier. Schönes Denkmal, oder? Ja. Ist schon quasi jetzt für die ganzen Menschen, die an Corona gestorben sind, die da gelitten haben und so das Herz, die Erinnerung auf Spanisch sagt man Recorda und da steckt das Wort Herz mit drin, das Corazón, das Cor auf Valencianisch. Das Beste, was man in Valencia machen kann, ist eine Fahrradtour. Und deswegen fahren wir jetzt hier von dieser Stadt der Künste und Wissenschaften durch das Flussbett einfach mal zur Altstadt. Auf geht's, vamos! Das war das Flussbett hier. Genau. Der Fluss heißt Turia. Ganz normaler spanischer Fluss, hat früher immer ganz viele Überschwemmungen verursacht. Aber die letzte große Überschwemmung im Jahr 1957, das war einfach eine Megakatastrophe. Und danach hat man entschieden, damals zu Zeiten der Diktatur von Franco natürlich, den Fluss 9 Kilometer flussaufwärts umzuleiten. Riesenprojekt. Stell dir mal vor, das würde heute jemand vorschlagen. Völlig verrückt, oder? Quiero de una manera tan extraña que cuando lo cuento noto algo sumergido al fondo de mi pensamiento que baila conmigo. Wir kommen in die Altstadt mit ihren prächtigen Gebäuden. Viele sind Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut worden, als der Anbau von Orangen der Stadt enormen Reichtum bescherte. Ein Beispiel ist das mit Orangen verzierte Bahnhofsgebäude.
Also würde ich sagen, schauen wir uns mal unseren schönen Markt an. Guck mal, allein diese Anordnung, rechts, links und in der Mitte. Ne? Nee, ist wirklich toll. Also ich sehe das ja fast jeden Tag und bin immer wieder ganz hin und weg. Jetzt geht's los. Ja. Hier, also das ist ja wie die Kuppel, wie eine Kathedrale. Ja. Diesen Stil, den nennt man den valencianischen Jugendstil oder Modernismus. Und was sieht man in der Kuppel? Orangen. Ja. Zitronen auch, ne? Ja, also alles, was Zitrusfrüchte angeht, weil die Zitrusfrüchte sind bei uns super wichtig. Hast du vielleicht schon mal gehört. Rund um Valencia mega viele Orangenfelder. Ja, und da sind noch die Blätter dran. Ja. Das ist halt ein super Zeichen, auch bei den Mandarinen. Die sind ganz frisch gepflückt, das ist nicht irgendwie im Kühlhaus gewesen. Oh, jetzt kommt schon der Sache. Mega saftig, guck mal. Ist das herrlich? Sehr lecker, ja. Ay, qué buenos son, Wichtiges Thema natürlich bei uns hier in Spanien, Schinken Jamón. Oder Jamón, sehr gut. Du kannst natürlich die Qualität schlechthin haben. Guck mal hier, wie viel. Iberico Das de Kilo Bellota. kostet 185 Euro das Kilo. Ja, ja. Ja, das hat viel mit, was für eine Art von Schweine ist das, was haben die gefressen. Ne? Also wenn ein Schwein so aufwächst, 100% iberisch, unter Eichelbaum, an frischer Luft, dann sind wir bei dem Spezialschinken. Genau, ja. Also ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall probieren, oder? Ich nehme das mal rüber. Gracias. Gracias. Ja. Oh. Das ist Iberico überhaupt? Das ist jetzt ein Serrano, das heißt, dass der luftgetrocknet ist im Gebirge. Rein, ne? Der riecht schon super, der sieht schon super aus. Ich beiße jetzt hier mal so ein kleines Stückchen Guten ab. Appetit. Aha. Schon gut, oder? Ist schon gut. Ja, sehr lecker. Also in Spanien muss keiner verhungern. Nein, wir stöbern weiter. Weiter an. Ja, sehr gut. Schwarzer Pfeffer. Der Mercat Central ist einer der größten Frischproduktmärkte Europas. Nichts, das es an den über 300 Ständen nicht gäbe. Das Umland von Valencia ist extrem fruchtbar. Ein Grund, wieso man hier außerordentlich großen Wert auf erstklassige und vor allem regionale Produkte legt. Hola, ¿qué tal, Rosa? Guck mal, also, Kennst du die? Ja, die Rosa und die Segun, das sind Geschwister. Aha. Und die machen hier den Wuppen gemeinsam den Laden. Guck mal, das hier zum Beispiel ist die Chufa. Das ist die sogenannte Erzmandel, aus der wir die Horchata machen. Ne? Horchata ist Dieses Getränk, ja. so eine Mandel, wie so eine Mandelmilch. Ja, wir sagen immer Erdmandelmilch dazu, aber es ist eigentlich Blödsinn, weil da sind keine Mandeln drin, sondern da sind Chufas drin. Ne? Ja. Aber willst du was probieren? Ja, dann sollten wir auf unbedingt. jeden Fall hier drüben hingehen. Ja. Lecker Dattel. Oh, Gracias. Oh, ist das ein Pracht? Sí, adelante. Oh, Riesengeil. Wahnsinn, oder? Muchas gracias. Muy, muy bueno, All diese Waren kann man sogar im Internet bestellen und sich nach Deutschland liefern lassen. Direkt gegenüber der Markthalle liegt die Seidenbörse, einer von Valencias Prachtbauten. Im 15. Jahrhundert florierte der Seidenhandel in der Stadt und es war genug Geld in der Stadtkasse, ein Monument des wirtschaftlichen Aufschwungs zu errichten. Die berühmte Seidenbörse. Und da gibt es auch so ein paar berühmte Details, die muss man aber suchen. Ah, hier zum Beispiel. Es lohnt sich genau hinzugucken. Die Steinmetze seinerzeit haben sich hier mit den Hausgeistern, die die Seidenbörse schmücken, offenbar so manchen Spaß erlaubt. Muss man sofort fotografieren, diese schönen Dinge hier. Das Tolle ist ja, dass die Orangen gleichzeitig Früchte haben und blühen. Vom Orangenhof geht es in den ehrwürdigen Börsensaal, die sogenannte Sala de la Contratación im gotischen Stil. Eine
Kathedrale für den Seidenhandel. Unter den geschwungenen Palmensäulen wurden die Geschäfte gemacht und Verträge für den Seidenexport in die ganze Welt geschlossen. Zu Hochzeiten waren 25.000 Valencianer im Seidengeschäft tätig. Im schattigen Innenhof gönnten sich die Kaufleute eine kleine Pause von ihren Verhandlungen unter den Orangenbäumen. Die wertvolle Seidenware wurde über das Mittelmeer zu den Käufern geliefert. In diesem Raum, dem Konsulat des Meeres, traf sich das Handelsgericht, um alle Fragen und Streitigkeiten des Seehandels zu klären. Die pompöse Holzdecke wurde hier erst nachträglich im 20. Jahrhundert eingebaut. Meter hoch sind die Türme. Sie bilden das Tor zum Barrio del Carmen, dem ältesten Viertel der Stadt. Mittendrin die Kathedrale von Valencia. Ihr Bau begann im 13. Jahrhundert an der Stelle der Moschee, die während der Herrschaft der Mauren hier errichtet worden war. Da sich die Fertigstellung über mehrere hundert Jahre hinzog, vereint sie Baustile aus verschiedenen Epochen miteinander. Magnet ist diese Reliquie, der heilige Gral. Es soll der Kelch sein, der von Jesus beim letzten Abendmahl verwendet wurde. Die labyrinthischen Gässchen von El Carmen bergen viele Überraschungen. Zum Beispiel das schmalste Haus Europas. 107 Zentimeter. Das ist ein Haus, ja. oder was? Ist das nicht schön? Ja. Total super, oder? Er macht auch so Auftragsarbeiten, zum Beispiel mit Namen drauf oder so, ja, ne? Muy bien. Muy bien. El Carmen hat sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Freiluftmuseum für Street Art entwickelt. David de Limone, einer der bekanntesten Künstler hier, zeigt uns das Viertel, in dem er groß geworden ist. Hier in dem Viertel wurden die Wände schon immer bemalt. Jetzt gibt es richtig gute Street Art und die Werke finden inzwischen große Beachtung. Diese Straße war früher gefährlich, bis ein Anwohner, der hier sein Atelier hat, eine Idee hatte. Er gab namhaften Graffiti-Künstlern Fotos zur Vorlage, die sie malen sollten. Auf einem der Fotos ist ein küssendes Paar zu sehen. Es ist das letzte Gemälde auf der Straße. Viele Liebespaare machen als Andenken an Valencia ein Foto vor dem Kussbild. Diese maskierte Figur ist das Markenzeichen von David de Limone. Mein Charakter war am Anfang eine Art Unterschrift. Es gab nur den Kopf. Nach und nach ist dann der Körper hinzugekommen. Immer in der gleichen Farbe, als wäre es ein Graffiti-Schriftzug mit meinem Namen, aber halt als ganze Figur. Inzwischen ziert Davids herziger Ninja viele Ecken in El Carmen. So versucht er ein bisschen Farbe in das Viertel zu bringen, immer mit unterschiedlichen Anspielungen. Hier hält meine Figur die ohrenbetäubenden Kracher von Valencia in der Hand. Sie werden Masclet genannt und sind die klassischsten aller Feuerwerke, die es in den Tagen der Feiers an allen Ecken zu sehen gibt. Während der Feiers steht ganz Valencia Kopf. Künstler fertigen riesige Skulpturen an, die am Ende alle verbrannt werden. Die Frauen, Falleras genannt, stellen ihre prächtigen Seidenkleider zur Schau.
Die Fayas mit ihren vielen Festakten sind eine einmalige Mischung aus Tradition, Frömmigkeit und Lebenslust. Und guter Grund, die Mittelmeerstadt im Frühling zu besuchen. Von der Innenstadt ans Meer braucht man gerade mal 20 Minuten. Direkt am Strand liegt das Cabanyal. Das ehemalige Fischerviertel befindet sich seit einigen Jahren enorm im Aufbruch und wird gerade von den Valencianern neu entdeckt. Du siehst die Fassaden, also wirklich alles sieht anders aus, Sehr alles ist unterschiedlich. Ne? Und stell dir mal vor, eigentlich soll es das eigentlich gar nicht mehr geben. Ne? Es gab jahrelang den Plan, das alles abzureißen und hier wirklich neue Häuser hinzubauen. Ja, und wie kam das dann, dass es erhalten wurde? Ja, hier? es ist wirklich, es ging durch alle Instanzen bis zum obersten Gerichtshof eigentlich in Spanien. Und der hat dann entschieden, nein, das hat also einen Wert, das hat historischen Wert und es darf nicht zerstört werden. Und das war ein riesen Aufatmen einfach auch. Und wir sind da sehr happy drüber. Ne? Und teilweise, aber guck mal, diese Kachel, ne? Ja. Azulejos, genau. Der Grund, warum man das macht, ist nämlich, genau wie in Portugal, genau wie überall am Mittelmeer, am Atlantik, die hohe Luftfeuchtigkeit. Spannend. Und wie eigentlich hat immer alles seinen Grund irgendwie. Ja. Das ist nicht alles nur mal schön. Hier kann man super essen. Ne? Ja, das ist, wird nach und nach immer mehr entdeckt. Von vielen schon an allen Ecken und klappert auch schon so nach Fisch. Ja, genau. Cerveza Bio, oder? Ja, gerne. Und natürlich auch ein Wermut. Und das ist so eine klassische Bar, sozusagen zweite Reihe, ne? Das also Bodega genau. heißt ja was? Bodega ist ein Weinkeller, du siehst ja, ne? Hier sind die Weinfässer, Blancos, Weißweine, Tintos, Rotweine. Hier haben wir einen aus der Mancha, aus der Region Mancha. Das ist eigentlich das Typische für diese Region. Und wenn wir dann gen Strand gehen, da sind dann Bars und Restaurants und Beachclub, alles so ein bisschen mehr internationaler und schicker und so, aber das hier, das Urige, das ist eigentlich das Cabanyal. Ja. Ui, und da kommt das Essen schon. Sehr cool. Also, da haben wir also frittierte Gambas. Und dann natürlich überall in jeder Bar in Spanien gibt es immer Patatas Bravas. Verstehe. Also hier was ist denn das? Das ist ein Calamares einfach. Ne? Ja. Und dann unten so eine typische Salsa. Ja, das ist frittierter Grünkohl oder Kehl, sagt man ja jetzt immer dazu. Ne? Ist ja immer jetzt so ein bisschen schicker auch. Ne? Aber Grünkohl, so wie wir es kennen von zu Hause, ein bisschen frittiert. Tapas ist was Schönes, oder? Also Prost, Salut. Ne? Salut. Sehr gut. In Valencia kann man sehr gut essen. Vielleicht auch, weil man hier so großen Wert auf gute Produkte legt. Und, wie in dieser Bar, die herkömmlichen Tapas mit moderner Küche kombiniert. Ja. Wow. Da muss man ja ein Foto machen. Was ist das denn unglaublich? Ja, Blumenkohl mit frittierten kleinen Oktopus. Kann man das jetzt auch so mit der Hand? Oder mit das essen wir einfach mal mit der Hand. Essen wir mit der Hand. Genau. Das Wichtige ist, dass wir genießen, egal wie man isst. Aha. Das Wichtigste ist genießen, das finde ich ein sehr gutes Motto. Es war ein Genuss, mit dir Valencia zu entdecken, Stefanie. Vielen herzlichen Dank. Autominuten nördlich von Valencia wollen wir heute in den Höhlen von San Josep eine Kanutour machen. Danach geht's nach Meliana eine Paella kochen. San Josep.
Die Höhlen liegen im Tal von Oixó im Naturpark Sierra de Espadán. Auf einem unterirdischen Fluss soll man hier Kanu fahren können. Klingt nach Abenteuer. Wir haben da mal was vorbereitet. So, jetzt geht's los. Karina, Miguel, Alba und ich wollen jetzt in die Höhle. Die zwei setzen sich ins große Kajak, wir zwei in jeder einzelnes. Ich bin sehr gespannt. Alba zeigt mir die Höhle. Normalerweise erkundet man sie als Gruppe per Boot. Wer das aber mit dem Kanu machen möchte, muss einen Extraslot buchen. Du musst von unten nach hinten durchziehen. Mit dieser Bewegung. Also das ist ja spannend. Oh. Der Rio Subterráneo de San José soll der längste unterirdische Fluss in Europa sein, den man mit einem Boot befahren kann. Das ist echt eng hier. Alba sagt, das ist der Durchgang der Verliebten hier. Da muss man ganz eng zusammenrücken. Und da kann man sich ja immer wieder gut merken, Stalaktiten hängen, Stalagmiten stehen. Ja, sieht man. Das Wasser ist recht frisch. Ja, wie viel Grad hat das? Weißt du das? Das Wassertemperatur ist 17 Grad. Oh. Wir haben eine Temperatur in der Höhle von 20 Grad. Immer? Immer, ja, das ganze Jahr über. Das ist hier der tiefste Punkt. 11, 12 Meter soll es hier sein, hier unten. Und das ist echt ein magisches Gefühl, hier so durch die Höhlen zu gleiten. Vor allem so lautlos ist so schön. Schön, wie das hier halt, ha? Jetzt zu Fuß weiter. Ich dachte schon, ich bin allein in der Höhle. Nein. Oh. Wir gehen jetzt durch einen trockenen Gang. Aha. Nur 250 Meter. Okay. Und die Höhle hat noch 2 weitere Kilometer. Bon. Gut, dass wir Helme anhaben. Jetzt gehen wir zur Blumenkaskade. Blumenkaskade? Sehr schön. Wir sind jetzt innerhalb einer Gebirgskette. 120 Meter tief. Jetzt. Hier an diesem Punkt. Und das ist die Blumenkaskade. Ach. Wow. Die ist 17 Meter tief. Das sieht ja fantastisch aus. Vergiss? Die Höhlenlandschaft birgt noch viele Geheimnisse. Denn der Ursprung des Flusses und das Ende der Höhle sind immer noch unbekannt. Also das Schönste ist hier mit so einem Einzelkajak unterwegs zu sein. Man ist flexibel in dieser unterirdischen Welt. Man kommt dem Felsen und dem Wasser ganz nah. Man kann in die entlegensten Ecken paddeln. Das ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Ich bin dann mal weg.
Wir fahren zurück Richtung Valencia. Kurz vor der Stadtgrenze kommen wir an den sogenannten Huertas, den Gemüsegärten von Valencia, vorbei. Hier wird auf 12.000 Hektar angebaut, was in der Stadt gegessen wird. Vor vielen Jahrhunderten führten die Araber ein Bewässerungssystem aus Gräben ein, das bis heute genutzt wird und die Felder bewässert. Hola. Hi. Geht's hier zu Toni? Sie? Aquí? Ja, durch das grüne Tor in den Hof. Okay. Gracias. 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 Offensichtlich bin ich nicht die Einzige, die zu Toni will. Er ist in der Huerta bekannt wie ein bunter Hund. Alle sind aus einem Grund hier. Tonis Paella. Ah. Toni? Toni? Guten Hola. Tag, Carmina. Guten Tag, Carmina, genau. Guten Tag. Ja, Guten freue Tag. mich. Buen dia. Bon dia. Vamos a ver el producto. Komm, ich zeige dir hier die Produkte, die wir für die typische valencianische Paella brauchen. Tenemos Oaxaca. el pollo, Hühnchen, Okay. pollo, el conejo, Hase, Sí. las judías verdes, grüne und weiße las dicke judías Bohnen, blancas pintadas, Und wer mag, Schnecken. el delantal, Oh, also die Assistenz kriegt auch eine Schürze. Super. vale. Vale. Da kann da nichts mehr schief gehen. Jetzt bin ich Teil des Teams. Okay, guck dir das Ding an. Esta es la Grande, paella. hä? Ah. So ganz nebenbei erfahre ich, dass wir hier gerade die Paella für 60 Gäste zubereiten. Es darf also nichts schiefgehen. Zuerst wird das Fleisch angebraten. Die Paella braucht insgesamt 2 Stunden. Weißt du wieso? Eine Paella macht man wie Liebe. Langsam und mit sehr viel Aufmerksamkeit. Despacito y buena letra. Ah. Ya está. Das ist gut so. Vale, pues. Ahora ya nos Jetzt gehen wir vamos aufs al Feld. campo. Okay, jetzt geht's aufs Feld. Wir holen die Zutaten. 3/4 Stunde muss das hier knusprig braten. Ob wir damit wohl jetzt aufs Feld fahren? Oh, ob das uns beide hält. Ei, ei, ei. So, wir gehen jetzt ernten. Die meisten Zutaten für die Paella stammen aus Tonis eigenem Gemüsegarten. Slow Food und regionale Produkte, das ist seine Philosophie. Und nicht, weil es Mode ist, sondern weil er es immer schon so gemacht hat. ¿Esta? Ich brauche ein Messer. Sí, señora. Esta, vale. Hopp. Camina, ahí fuerte, fuerte. Vamos por allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Hier. Mira, nada más sea pequeña. Diese kleine hier está ist buena. reif. Vale. Bueno, yeah, no te muevas. Du darfst no dich te nicht muevas. bewegen. Okay. Zack. Esto es Das hier ist komplett ökologischer Anbau. Alles kann hier frei wachsen. Hay mucha hierba, mucho de todo. Oh, hier. Jetzt hat Toni einen guten Packesel gefunden hier. Herrlich. Teamwork, hä? De que las penas la volvemos alegrías y será la forma de cantar y de cantar. Ya está. Bravo! Wir haben Escuchadme una Spaß cosa. hier im Feld. Mira, Herrlich. Mit escuchadme Toni una ernten cosa. ist der Hit. ¿Ves? ¿Has visto? Sí. Guck mal hier. Ahora lo cogemos, Wir lo lassen die dejamos Schnecken jetzt durante 15 bis 15, 20 Tage liegen. para que limpie el cuerpo. In der Zeit reinigt sich ihr Körper und wir können sie problemlos essen. Gut, wir sammeln. Okay. Oh, grande. Oh, die ist groß. ¿Vale? Lo que pasa es que esto está todo lleno de hierba. Zeit zu gucken, was unsere Paella macht. Es riecht nach Muy Feuer bien, und muy Holz bien. und Rauch und... Ahora el snail, Oh, jetzt kommen die Schnecken. los caracoles. Toma. Ja, gut. Das gehört hier einfach dazu, die Schnecken. Da scheiden sich ja die Vale, Geister. ya Ne? está bien. Okay, das Tiene reicht. dehumidifier, Wir müssen jetzt ein bisschen mehr anheizen. ¿vale? Para... Mit Orangenholz. De naranjo, sí. Sí. Das Holz der Orangen, das gehört nämlich unter die Paella. Habe ich jetzt schon gelernt. Zu Toni kommen die Gäste nicht nur zum Essen. Man bekommt einen guten Eindruck, wie in den Gemüsegärten gelebt und gearbeitet wird. Sehr gut. Quieto. Esto es
Das machen wir zur Unkrautvernichtung. Sieh mal dieses Gras. Wenn das hier ist, dann wird es automatisch platt gemacht. Jetzt bist du dran. Gerade und stolz stehen, das ist jetzt leichter gesagt als getan. Ei. Rubio, muchas gracias. Oh, Rubio hat das toll gemacht. Rubio. Das ist Mangold, ha? Schön. Ich bin ihm nicht schnell genug. Toni ist sehr effizient und ich könnte hier die ganze Zeit nur staunen, was hier alles angepflanzt und wächst und gedeiht. Aber wir wollen hier auch effizient arbeiten. Okay, Toni. Du bist schnell. Und diese Pflanzen riechen so köstlich nach Tomate, jetzt schon. Das hier ist eine heimische Tomatensorte aus Valencia. Die ist köstlich. Riquísimo. Muy bueno. Riquísimo. Wird die groß? Sie hat ungefähr diese Größe. Nicht ganz so groß, aber ihr Geschmack ist vom Feinsten. Superior. Ein Strauß für dich. Oh, ich habe Blumen gekriegt, die schönsten Blumen des Landes. Oh, ja, na komm hoch. So, jetzt ist Schluss, der Rest kommt in die Küche. Wo die Paella bereits verführerisch duftet. Die letzte der 10 Zutaten ist der Bomba-Reis aus der Albufera. Ab jetzt, ganz wichtig, darf nicht mehr umgerührt werden. Das ist ein richtiges Spektakel hier. Es kommen immer mehr Leute, alle filmen und gucken, weil hier haben sie es halt echt drauf mit der Paella. In diesem Moment, hör mal genau hin. Hörst du, wie der Reis singt? Ja, er singt regelrecht. Kannst du das hören? Okay, probier mal. Oh. Extrem köstlich, man muss es einfach so sagen. Oh. Wenn die Flüssigkeit vollständig vom Reis aufgesogen wird, entsteht eine Kruste, das Socarrat. Genau das macht eine gute Paella aus. Das Timing ist total wichtig. Der Reis stockt da unten an, da hinten noch nicht, hier schon. Da muss man das Holz wieder entsprechend... Ja. Jetzt, hörst du dieses Geräusch? ¿No notas así? Ese esclavit. So hört es sich an, wenn sich das Socarrat bildet. Gut, ja. A la taula i al llit, al primer crit. Zu Tisch bitte. Ale, pues tots pagadins. Vámonos. Das ist ja super hier. Bon Profit. Wow. Paella grande. Buena paella. Buena paella. Ale, pues, vamos para allá. Paella ist übrigens das valencianische Wort für Pfanne. Muy bonito. Wow. Die passt hier kaum durch. Die Paella entstand ursprünglich, als Feldarbeiter aus der Region Valencia eine nahrhafte Mahlzeit aus Resten in einer offenen Pfanne über dem Feuer gegart haben. Prost und vielen Dank! Sehr gut. Natürlich toll, wenn man so unter Anleitung eines Profis die beste Paella der Welt essen darf. Wer hat das schon? Toll. Toni, gracias. Wir reisen an der Ostküste entlang Richtung Süden an die Costa Blanca. Der Name wurde in den 1950er Jahren erfunden, als hier der Tourismus anfing zu boomen. Die weiße Küste, inspiriert von den weißen Häusern. Nördlich von Calpe machen wir jetzt eine Wanderung an der Steilküste. Nicht mal 5 Kilometer sind es von der Cala del Moraic bis zur Cala del Llebaic. Dann brauchen wir ein Kanu.
Schau dir das an. Wunderschön, nicht wahr? Viele Buchten sind nur mit dem Boot zugänglich. Ja, that's why. Wir machen nämlich diese abenteuerliche Klippenwanderung hier nicht einfach nur so, sondern mit diesem Hammergepäck. Wir haben hier ungefähr... Wie viele Kilos sind das? 4,5 bis 5 Kilo mit all dem Material. Aha. Und da drin ist ein Hammer. Wie heißt das genau? Packraft. Packraft. Also etwas, was man auspacken kann und dann geht's aufs Wasser und dann wird's richtig abenteuerlich. Oh, Lavendel, ha? Also es smells gut. Oh, riecht köstlich. Wie Parfum in der Luft. Das ist gerade eine gute Jahreszeit, oder? Ja, im Frühling ist es besonders schön. Alles blüht, das Wetter ist schön und noch nicht so heiß. Es ist ein angenehmer Weg, den wir hier laufen. Was ich mag, sind die hohen Felsen auf der einen und das Meer auf der anderen Seite. Früher wurde der Weg von Fischern benutzt, die in den Höhlen Schutz bei schlechtem Wetter suchten oder hier einen Unterschlupf für die Nacht fanden. Die Küstenwanderung dauert circa 2,5 Stunden. Gerade Familien machen die Tour gerne. Kinder lieben die Abwechslung. Auch, dass mal geklettert werden muss. Nach einer Weile wird das Packraft doch ganz schön schwer. Das ist so lässig. Juliana ist natürlich bestens ausgerüstet. Das erste, das habe ich gesehen, hier, klar, Handy ist in diesem Ding drin, wird nicht nass, ist super. Dann hier so eine coole Sportbrille, nicht so ein Teil, wo man so merkt, das geht natürlich eigentlich gar nicht. No, you keep it. Und dann hier richtige Klamotten und die Schuhe. Hier vorne kommt das Wasser raus. Sie sind super fürs Wandern und fürs Wasser. Für die Wanderung sollte man ausreichend Proviant und vor allem Wasser mitnehmen. Oh, hier frischer Rosmarin, köstlich. Und hier direkt Lavendel. Alles blüht. Man kann hier eine richtige Kräuterwanderung machen auf diesem Klippenwanderweg. Man muss beim Klettern echt aufpassen mit diesem dicken Rucksack, dass man nicht das Gleichgewicht verliert. Aber es ist möglich. Hopp. Da unten liegt unser Ziel, die Cala de Llebayk, nur zu Fuß zu erreichen. The moment. Der schöne Moment, wenn das Meer in Sicht kommt. Und endlich lüftet sich das Geheimnis, was in den Monsterrucksäcken drin ist. Herzlich willkommen zur Packraft-Philosophie. Alles in unserem Gepäck ist ultra leicht. Hiermit blasen wir das Kanu auf. Du musst die Luft hiermit einfangen. Jetzt musst du es umarmen und pressen. Twist this and trap. Jetzt hast du es raus. Genau so. Schwimmwesten, Neoprenanzüge und Paddel sind auch in den Rucksäcken drin. Also wir haben alles mit. Und sie ist ja auch eine Ärztin. Also wenn jetzt irgendwas passieren sollte, macht überhaupt nichts. Sie kann mich retten, sie kann uns beide retten. Wir sind hier in den besten Händen. Alles, was wir jetzt nicht mehr brauchen, haben wir in den Kanus verstaut. Die sind 100% wasserdicht. Diese ultraleichte Wassersportausrüstung ist für kombinierte Land-Wassertouren gedacht. Juliana macht viele solcher Packraft-Touren. Zuletzt hat sie damit Ibiza umrundet. Wenn es zu Fuß nicht weitergeht, wird gepaddelt. Oder andersrum. Das ist herrlich. Die Boote sind so wendig. Man kann zack, drehen, flexibel, sich umgucken. Es ist eine richtig tolle Art, vom Wasser aus die Gegend zu entdecken. Samt Gepäck paddeln wir jetzt zurück zu unserem Ausgangspunkt.
Wir sind im Land, wo die Orangen blühen. In Carcaixent besuchen wir eine Orangenplantage. Zurück an der Küste sind wir in Calpe bei einer Fischversteigerung dabei. Auf dem Weg zur Orangenplantage kommen wir durchs Hinterland der Costa Blanca. In der Hochebene von Chaló hat der Weinanbau, vor allem der von Süßweinen, eine lange Tradition. Häufig findet man gerade im Hinterland kleine Bauernmärkte mit frischen regionalen Produkten, die meisten aus ökologischem Anbau. Auf dem Markt kann man alles probieren, auch den regionalen Wein. Das Schöne ist, hier sind auch viele Einheimische unterwegs. Typisch für die Region sind Produkte aus geflochtenem Korb. In der Gemeinde Valencia gibt es viel Korbflechterei. Früher war das noch viel verbreiteter. Da waren Taschen aus geflochtenem Korb, Utensilien für die Tiere, alles war aus Korb. Honig gibt es überall auf der Welt. Aber es heißt, die mediterrane Fauna der Costa Blanca bringe besonders guten Honig hervor. Der Honig hat in dieser Gegend eine lange Tradition. In unserem Teil von Alicante gibt es viele Menschen, die sich der Honigproduktion gewidmet haben. Das sind oft Familienunternehmen, die von den Großeltern an die Eltern und Kinder weitergegeben werden. Besonders bekannt ist die Hochebene von Chaló für ihre luftgetrockneten Würste. Hier wurde wie an vielen anderen Orten in Spanien viel geschlachtet. Alle Rezepte stammen von den Großeltern, von unseren Vorfahren. Es sind Originalrezepte. Die Würste sind berühmt für ihre Reifung und ihren Geschmack. Diese kleinen Abstecher in eher unbekannte Dörfer im Hinterland der Costa Blanca lohnen sich. Vor allem, weil es hier viel weniger touristisch ist als an der Küste. Orangenbäume, soweit das Auge reicht. Die Provinz Valencia ist der größte Erzeuger von Zitrusfrüchten in Europa. Umgeben von Tausenden von Orangenbäumen. Die Familienvilla des Huerto San Eusebio. Seit mehr als 150 Jahren werden hier Zitrusfrüchte angebaut. Es gibt viele solcher kleinen Produzenten in der Region. Auf dem Hof empfängt uns ein betörender Duft von Orangenblüten. Hallo, wie geht's? Es duftet überall. Herzlich willkommen. Viele unserer Orangenbäume blühen gerade. Oh, das riecht so köstlich. So ein bisschen nach Jasmin und so süßlich und so nach Honig. Fast 3000 Orangen, Mandarinen und Zitrusbäume stehen in Jesus Garten. Oh. Was ist das? Das ist die erste bekannte Zitrusfrucht der Welt. Von ihr stammen alle anderen Sorten ab. Das ist fast alles nur Schale. Sie hat extrem wenig Fruchtfleisch. Alexander der Große brachte sie 300 Jahre vor Christus nach Europa. Geerntet wird von November bis April, ausschließlich in Handarbeit. Sieh dir diese Orange mal genau an. Siehst du das hier? Der Nabel, richtig. Sie heißen Navel.
Es gibt viele Sorten. Alle, die diesen Bauchnabel haben, sind gut zum Essen. Die, die keine Nabel haben, eignen sich als Saftorangen. Au. Oh, dieser Saft. Guck mal, wie saftig das ist. Öffne mal deinen Mund. Mm. Oh Mann, das ist... Ah. Jetzt probiere ich hier mal diese... Mm. So müssen sie einfach immer schmecken. Saftig, süß, frisch. Oh. Im Orangengarten wachsen etliche seltene Sorten. Viele Bäume sind mehr als 100 Jahre alt. Die Plantage wird ökologisch bewirtschaftet. Nur so können sich die kleinen Betriebe gegenüber dem kommerziellen Anbau abgrenzen. Ich zeige dir hier ein besonderes Blatt. Schau, es besteht eigentlich aus 2 Blättern. Das ist die Kaffir-Limette. In Asien werden damit die Currys gewürzt. Ach, krass. Wow. Das ist mega. So ein Zitrusgeschmack. Hm? Oh. Lima. Genau, Limette, ha? Ah! Das macht echt munter. Mut fort, ja? Bergamotta. Bergamotta. Das ist Bergamotte. Fast alle Parfums beinhalten Bergamottenessenz. Mensch, wieder was gelernt. Casi todos los perfumes. Mhm. Se contrata gente al tractor, más gente. Pero aquí lo hacemos casi todo. Terry, ja, gehörst du hier dazu? Ja, Terry, hallo, ¿qué haces? Terry, hallo. Der Hüter der Orangen, ha? Ja. ¿Ves? Esta naranja. Ja. Wenn man die mit der Hand erntet, Ahí. so, und drehen. Sí. Más. Muy bien. Para ti. Ah, gracias. Für mich, selbst geerntet. Erste Orange selber geerntet. Genau an diesem Ort hat alles angefangen mit dem Orangenanbau in der Region. Aquí al lado. Da vorne war die erste Plantage, auf der Orangen für den kommerziellen Verkauf angebaut wurden. Das war im Jahr 1781, der Startschuss für den Verkauf von Orangen aus Valencia. Eine Eisenbahn wurde nach Denia gebaut, um die Orangen per Schiff ins restliche Europa zu transportieren. Eine Sache muss ich dir zeigen. Diese Blüte ist die Orange des nächsten Jahres. Und hier ist die Orange von diesem Jahr. Ach, das ist ja interessant. Das sind die, die nächstes Jahr kommen. Und hier sind die von diesem Jahr. Gleichzeitig am Baum. Ah. Orangen reifen bis zu 12 Monate. Viele Sorten sind erst im April ausgereift, dann, wenn der immergrüne Baum bereits wieder Blüten trägt. Wir treffen Isabel, Jesus' Frau. Sie erntet gerade Kumquats, Lemonquats und andere Sorten, von denen man noch nie etwas gehört hat. 20 verschiedene Zitrusfruchtsorten wachsen hier. Ja, ich darf hier bleiben. Lemonquats ernten, das ist doch hab ich auch noch nie gemacht. Jesus macht mit seinem kleinen Team alles selbst. Klar, dass man so nicht gegen die billigen Großvermarkter ankommt. Deswegen werden die Orangen direkt an den Kunden geschickt. Das trifft den Zeitgeist. Alles kommt hier rein und die kann man von Deutschland aus bestellen. Und dann kriegt man immer frische Orangen nach Hause, wenn man das möchte. Und weiß, Jesus und seine Frau haben sie liebevoll verpackt. Nach 4 bis 5 Tagen kommt dann das Vitamin-C-Paket in Deutschland an. Super. Gracias. Wir sind zurück an der Costa Blanca. Der Ort Calpe gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Weißen Küste. Am Hafen geht es heute sehr gemächlich zu. Der gewaltige Berg ist nicht nur das Wahrzeichen von Calpe, sondern der gesamten Costa Blanca. In seinem Schatten steht die Lonja, die Halle, wo die tägliche Fischversteigerung stattfindet.
Am Nachmittag kommen die Boote zurück in den Hafen. Javier ist seit heute Morgen um 5 Uhr auf den Beinen. Er kommt aus einer Fischerfamilie und ist daran gewöhnt, jeden Tag aufs Meer hinauszufahren. Mit dem heutigen Fang ist er zufrieden. Wir haben von allem etwas gefangen. Tintenfisch, Seehecht, Garnelen. Es war ein guter Sommerfang. Wenn der Fisch abgeladen wird, ist das immer eine Attraktion. Paco ist von der örtlichen Fischereigenossenschaft. Diese steht für die Belange der Arbeiter ein und organisiert die Auktion. Die Fischerei hat schon bessere Zeiten gesehen. Der Preis für den Diesel ist gerade sehr hoch. Und wie ihr gleich in der Auktion seht, der für Fisch eher niedrig. Da bleibt wenig übrig. Die Boote brauchen immer eine Preisobergrenze, um überleben zu können. Zurzeit geht der Gewinn nahezu komplett für die hohen Dieselkosten drauf. Das ist nicht profitabel. Javier ist trotzdem optimistisch. Heute ist ein teurer Fisch dabei. Ein Petersfisch. Der gleich in der Auktion hoffentlich für einen guten Preis verkauft wird. Die Deutschen mögen diesen Fisch besonders gerne. Und das ist das Prachtstück. Der Petersfisch ist eine Delikatesse. Er hat wenig Gräten und ein zartes Fleisch. Die Ware ist fertig sortiert und kann in die Auktionshalle. Von dem Verkaufspreis des heutigen Fangs ist Javiers Wochenlohn abhängig. Das geht hier nach Arten. Jede hat einen Höchstpreis. Sobald eine Kiste über das Band geht, fängt der Preis an zu sinken. Die Käufer haben einen Buzzer in der Hand. Wenn sie interessiert sind, drücken sie und der Erste bekommt den Zuschlag. Die Fischversteigerung von Calpe hat eine lange Tradition. Früher, als es diese Halle noch nicht gab, wurde der Fisch am Strand versteigert. Heute geht ein Großteil in den spanischen Großhandel. Eine kleine Menge wird an die Restaurants im Ort verkauft. Jetzt kommt der Petersfisch. Mit 34 € geht er in die Versteigerung. Doch schnell sinkt der Preis. Er ist für 22 € weggegangen. Und zufrieden damit? Das ist sehr billig. Auch wenn Javier sich mehr von dem Petersfisch versprochen hatte. Trotzdem war heute der Gewinn höher als die Ausgaben. Von der Küste sind es gerade mal 25 Minuten in das Bergdorf Guadalest. Danach staunen wir in Benidorm über nachhaltigen Massentourismus und in Villajoyosa über einen bemerkenswerten archäologischen Fund. Schon von Weitem verschlägt es einem den Atem. Die Mauren, die bis zum Ende des 13. Jahrhunderts in Spanien herrschten, waren gute Strategen und erbauten ihre Festungen gerne an klugen Positionen wie dieser aus dem 11. Jahrhundert. Heute ist Guadalest ein beliebtes Ausflugsziel. Nicht mehr als 200 Menschen leben hier, dafür kommen umso mehr Besucher pro Jahr. Aus guten Gründen, denn der Ort ist wirklich hübsch. Honig, überall Honig. Ja, das stimmt. Ist das Honig von hier? Ja, das ist unser Thymian-Honig. Der wird im Juni hier in den Bergen produziert. Und du stellst ihn her? Ja, genau. Ich bin der Imker. Das ist der Imker persönlich, der jetzt der Honig macht hier. Und deine Kollegin schmeißt dann den Laden? You take care of the whole situation. Ich sehe hier ein sehr großes Honigglas. Wie viel ist das? 1 Kilo? It's a kilo, no. Yeah, 5 Kilo. 5 Kilo? 5 Kilo. Ah, really? Yes. 5 Kilo Honig, das gibt's auch selten. This one is from Der ist aus dem Norden, oder?
Was magst du am liebsten? Mein Lieblingshonig ist der Rosmarinhonig. Der, den wir jetzt holen gehen? Rosmarin ist der süßeste und mildeste Honig. Das will ich dir jetzt zeigen. Good idea. Nur wenige Minuten von Guadalest stehen Rubens Bienenvölker inmitten eines Olivengartens. Was für eine Aussicht. Ja, das stimmt. Hier ist deine Ausrüstung. Okay. Wow. Okay. Okay, Next. Oh Gott. Good. Oh. Like an astronaut. Yes. Fly me to the moon. Good. Security first. Yes. Also wenn man so präpariert wird, kann man sich ja schon fragen, ob das wohl ein sehr spezielles Erlebnis werden könnte jetzt. Aber Ruben hat eben gesagt, was ganz interessant ist, wenn man Angst hat, dann kommen die Bienen erst recht. Und deine Bienen kennen dich, oder? Kommt hier der Rauch raus? Smoke, yeah. Ja, genau. Für die Bienen riecht es gut. Bist du bereit? Go. Lass uns gehen. Ruben brennt Rosmarinzweige ab. Der Rauch beruhigt die Bienen. Zunächst müssen wir sie ordentlich einräuchern. Oh, das ist schon ein spezielles Gefühl. So umringt von all diesen Bienen, die jetzt bestimmt doch uns als Eindringlinge empfinden. Oh, look at this. This is the honey. Hier sieht man schon etwas Honig. Oh ja. Er ist aber noch nicht fertig. Das ist erst der Fall, wenn die Waben mit Wachs bedeckt sind. Dann können wir den Honig ernten. Und wo ist die Königin? Weißt du das? Die ist meistens in den unteren Bienenstöcken. Mit ein bisschen Glück kann ich sie finden. Und wie heißen die männlichen Bienen? Das sind die Drohnen. Jetzt haben wir schon 2 Männer hier entdeckt. Und die Arbeiterinnen bringen den Nektar in den Bienenstock? Und wenn alles vollständig bedeckt ist, ist der Honig fertig? Look at this. Guck mal, wenn du genau hinsiehst, hier wird gerade eine Biene geboren. Da wird eine gerade geboren, kommt gerade raus, da. Guck, jetzt kommt sie raus. Wow, eine von vielen Millionen. Was würden die Bienen normalerweise mit dem Honig machen? Sie brauchen ihn als Reserve für den Winter. Fütterst du sie im Winter, weil sie keinen Honig mehr haben? Nein, ich lasse immer ausreichend Honig in ihrem Stock zurück. So, Tamina, jetzt bist du dran. Hold it. It's heavy. Ah ja, es ist schwer. Voller Honig. Okay. Geht das so? So, ihr lieben Bienchen, vielen Dank für den Honig. Perfekt. Okay. Gracias. Rubens Honig ist naturrein. Die Bauern in der Gegend benutzen keine Pestizide. Jetzt kommt der große Moment. Yes. Der Honig muss jetzt aus der Wabe herausgeholt werden. Yes. Die erste Probe? Ist er gut? Köstlich. Jetzt muss die Wachsschicht vorsichtig abgestrichen werden. Lecker. Das sieht lecker aus. Der Rahmen kommt hier in die Schleuder. Streng. Alles in Handarbeit. Und nun kräftig drehen. Oh ja, guck. Jetzt ist es schön alles rausgeschleudert. Die Bienen reparieren das wieder. Look at this. Ja, wenn man Glück hat und hier das Stäbchen bummelt, dann kann es sein, dass man Ruben beim Honig machen
antrifft. Jetzt wollen wir endlich auf die Burg von Guadalest. Teile der Festung wurden im Laufe der Jahrhunderte zerstört, aber der mittelalterliche Glockenturm thront hoch oben wie eh und je. Der Aufstieg hier lohnt sich wirklich. Auch wenn es kein Geheimtipp mehr ist, aber das ist doch der Hammer. Ich bin dann mal weg. Weg und auf ins nahegelegene Benidorm. ...345 Gebäude mit mehr als 12 Etagen. Gemessen an der Einwohnerzahl gibt es wenig andere Städte in der Welt mit mehr Wolkenkratzern. Das Manhattan des Mittelmeeres. Es wächst und wächst. Das Konzept? In die Höhe statt in die Fläche bauen. So schafft es Benidorm auf nur 18 Quadratkilometern 5 Millionen Gäste im Jahr zu beherbergen. Wir sind mit José Luis Camarasa, dem Stadtbaumeister von Benidorm, unterwegs. Seit Jahrzehnten begleitet er die Bebauung der Stadt. Er weiß, wie alles anfing. Hier standen früher überall Olivenhaine. Benidorm war ein Bauern- und Fischerdorf. Bis ins Jahr 56, als der damalige Bürgermeister Pedro Zaragoza sich entschied, die Stadt umzustrukturieren. Man hatte einen Plan, der seit inzwischen 60 Jahren funktioniert. Früher konnte man sich das nicht vorstellen, aber wir haben heute immer noch Boden für weitere 30 Jahre. Damals sah Benidorm so aus. Ein idyllisches Dorf mit 7 Kilometern Strand. Das hatte Potenzial. Ende der 1950er Jahre kurbelte die Franco-Diktatur Spaniens Wirtschaft mit Hilfe des Tourismus an. Vor allem an der Costa Blanca. Sogar Bikinis durften getragen werden, was damals im restlichen Land noch strikt verboten war. Seither wurde ein Hochhaus nach dem anderen gebaut. Das ist die neueste Errungenschaft. Damals war unsere Stadtplanung für Spanien und möglicherweise in ganz Europa bahnbrechend. Nämlich nicht in die Fläche, sondern in die Höhe zu bauen. Heute hat Benidorm bewiesen, dass diese Bauweise sogar nachhaltig ist. Wir benötigen nur wenig Grundfläche. Unsere mediterrane Stadt ist kompakt und ermöglicht, dass überall Licht und Luft eintritt. Es gibt Grünflächen, das Wasser kann versickern und unsere Luft ist sauber. So absurd es klingt, durch den geringen Flächenverbrauch ist der ökologische Fußabdruck gegenüber dem Individualtourismus kleiner. Es wird weniger Wasser verbraucht, die Wege sind kurz und die Emissionen stark zurückgegangen. Das Wichtigste war die Verkehrsreduktion. Wir haben nur noch eine Autospur. Hier darf man nur 10 Kilometer pro Stunde fahren. Es gibt eine Spur für Räder, der Rest ist Gehweg. Wir haben fast doppelt so viel Platz für Fußgänger gewonnen auf Kosten des Autos. Ein Städtebaukonzept, das vor mehr als 60 Jahren ins Leben gerufen wurde, avanciert zum Vorzeigemodell für nachhaltigen Massentourismus. Wer hätte das gedacht? Villa Joyosa ist, architektonisch gesehen, das Gegenteil von Benidorm. Die bunten Hausfassaden der Altstadt ragen bis an die Küstenfront. Einer Legende nach sollen die Farben einst den Seeleuten geholfen haben, abends wieder nach Hause zu finden.
Es ist spannend, wenn man weiß, dass hier direkt vor der Küste ein sehr geheimnisvolles Wrack im Meer liegt. Wir sind im Yachthafen von Villajoyosa. José Bu und Antoine Ferrer nehmen uns heute mit raus aufs Meer. Seit der Jugendzeit gehen die beiden Freunde und Kollegen zusammen tauchen. Ihr Hobby? Die Suche nach versunkenen Fischerbooten der Gegend, die sie bei ihren Tauchgängen fotografieren. Bis eines Tages, im Jahr 1999, etwas ganz Verrücktes passierte. Es hieß immer, dass hier in der Nähe vor der Küste ein altes Boot untergegangen sei. Wir dachten dabei überhaupt nicht an das historische Wrack. Da wir noch etwas Luft in unseren Flaschen hatten und in der Nähe waren, wollten wir nachsehen, wo es war. Wir konnten sogar einigermaßen gut sehen und machten Unterwasseraufnahmen. Die beiden tauchten auf 25 Meter hinab. Was sie sahen, war nicht das gesuchte Fischerboot. Sie entdeckten Gefäße, viele Gefäße, sowas wie römische Amphoren. Wir berührten sie. Jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, kriegen wir Gänsehaut. Wir wussten ja nicht, was wir gefunden hatten. Irgendwann sind wir hoch, weil wir reden mussten. Das geht logischerweise unter Wasser nicht. Wir sind hochgegangen, weil wir dachten, wir hätten die Taucherkrankheit. Es konnte einfach nicht wahr sein, was wir gesehen hatten. An diesem Tag und in den folgenden Wochen machten sie viele weitere Tauchgänge, um sich ihres Fundes zu vergewissern. Sie behielten das Geheimnis monatelang für sich. Seit der Entdeckung arbeiten wir mit den Archäologen zusammen. Wenn du hörst, dass der Fund von Nero war, dem berühmtesten Kaiser von Rom, sagst du dir, was für ein Wunder. Fast 2000 Jahre lang lag das Wrack in der Tiefe des Meeres. Es wurde nach seinen Entdeckern Bu Ferrer benannt. An Bord Tausende Amphoren. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Schiff auf dem Weg von Cadiz nach Rom in Seenot geraten war. Der Kapitän versuchte, den Sandstrand des römischen Hafens zu erreichen und hatte dabei viel Pech. Denn nachdem er 100 Kilometer gesegelt war, um sich zu retten, war es nur noch 1 Kilometer bis an den Strand. Die Leute applaudierten schon, weil die Rettung so nah war. Und dann sank das Schiff. Nie zuvor war ein römisches Schiff so nah an der Küste in so geringer Tiefe gesunken. Ein absoluter Glücksfund für die Archäologen. Im Archäologischen Museum des Ortes werden die Amphoren seither restauriert. Die Wahrheit ist, dass viele Amphoren in sehr gutem Zustand aus dem Meer geborgen bei uns angekommen sind und nicht zersplittert waren. Aber es gibt auch etliche, die repariert werden müssen, wie in diesem Fall. In den Amphoren war Garum transportiert worden, eine wertvolle römische Fischsoße. Aufschluss über die Schiffsladung gaben am Ende diese Bleibarren. Sie trugen das Zeichen von Kaiser Nero. Wir denken, dass all dieses Blei der Bu Ferrer direkt für den Palast von Nero bestimmt war. Unter anderem deshalb, weil noch nie zuvor so große Barren gefunden worden waren. Als der erste im Museum ankam, staunten wir alle nicht schlecht, denn wir hatten noch nie einen so großen Barren gesehen. Es ist also klar, dass jemand in Rom eine Menge Blei brauchte. Wir sind sicher, es war der Kaiser selbst. Es ist diese unglaubliche Geschichte, die den Besuch dieses kleinen archäologischen Museums spannend macht. Von Villajoyosa bis nach Alicante sind es 35 Kilometer. Wir besuchen die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz.
Hoch über Alicante thront die Festung Santa Barbara auf dem Berg Benacantil. Wir wollen aber erstmal in die Altstadt. Süße Schnecken, auch nicht schlecht. Die besten Schnecken der Stadt. Ich wollte mich erkundigen, was es mit den Pilzen auf sich hat. Wieso stehen die hier? Bist du von hier? Are you from here? Yeah, I'm from Alicante. Ja, genau, ich bin aus Alicante. Also die Altstadt ist da drüben und die Einkaufsstraßen sind in der entgegengesetzten Richtung. Durch diese Straße laufen also immer viele Menschen. Wollte man damit die Straße für die Fußgänger ein bisschen attraktiver machen? Das Leben ist kurz, also solltest du happy sein. Bei uns sagt man, wenn du einen guten Wein hast und einen Fliegenpilz siehst, dann ist das Glück für ein Jahr auf deiner Seite. Oh, really? Okay. Marcos ist so nett und zeigt mir ein bisschen seine Stadt. Wow, was ist das denn für ein Baum? Ein Ficus. Ah, ja, Stimmt, das sagt mir was. Ficus. Dieser Teil der Stadt wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Und solche Plätze nennen wir unsere romantischen Plätze. Romantic Square. Wir sagen, hier liegt Liebe in der Luft. Oh, really? Also dann gehen wir doch mal weiter rein, oder? Let's go. Love is in the air, but we can go. Romantic place. Romantic place, yeah, really. Where love is in the air. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. Das hier ist die Promenade der Stadt, direkt gegenüber vom Hafen. Sie heißt Esplanada de España. Sie besteht aus 6 Millionen kleinen Marmorsteinen in 3 Farben. Schwarz, beige und das hier nennen wir das Alicante-Rot, das in die ganze Welt exportiert wird. Und das hier ist der Yachthafen, oder? Mit Platz für über 1000 Boote. Durch seine Lage am Meer war Alicante oft umkämpft und wurde mehrmals vom Meer aus zerstört. 1691 von den französischen, kurz darauf von den englischen Seestreitkräften. Möchtest du unser Turron-Eis probieren? Turron ist eine Spezialität aus Alicante. Nougat aus gerösteten Mandeln und Honig. Dankeschön. Oh, ich kann mich kaum beherrschen, aber wir essen es zusammen erst raus. Ich warte. Okay. So jetzt ist der Moment. Chin chin. Chin chin. Oh. Sehr gut. Ein Tag ist perfekt, um die mediterrane Stadt kennenzulernen. Alles liegt schön nah beieinander. Sieh mal da oben. Eine ganz besondere Frau. Sie will uns was sagen. Liebe liegt in der Luft. Ah, natürlich. Love is in the air. Always. Die Burganlage Santa Barbara bestimmt das Bild der Stadt. Hier soll sich eine tragische Liebesgeschichte abgespielt haben. Hier haben wir die Spitze der Burg. Da gibt es eine Legende über die Liebe zwischen dem maurischen Jüngling Ali und der jungen Prinzessin Cantara. Da sie nicht heiraten durften, stürzten sich beide in den Tod.
Der Vater der Prinzessin starb vor Trauer. Sein Gesicht erschien an der Seite des Berges. Ali und Kantara, Alicante. Ihre Geschichte hat der Stadt ihren Namen gegeben. Ein Fahrstuhl und ein Tunnel führen uns durch den Berg in die Burganlage. Das erspart den mühsamen Aufstieg. So, hier geht's in die Festung hinein. Oh ja, es ist richtig windig. Guck das an. Die Festung ist ja riesig. Eigentlich sind es 3 Burgen. Wir sind im christlichen Teil, ganz oben sind noch Reste aus der arabischen Zeit. Und dieser Teil dort wurde im 17. Jahrhundert von König Philipp II. Erbaut. Es ist die größte Festungsanlage im Südosten Spaniens. Marcos erzählt, dass die Burg ursprünglich im 9. Jahrhundert von den Mauren erbaut wurde. Anschließend haben alle Völker, die über die Jahrhunderte in Alicante waren, ihre Spuren hinterlassen. Von hier hat man eine der besten Aussichten auf die Stadt. Kann ich hier hoch? Bitte, meine Prinzessin. Gentlemen. Da unten ist die Altstadt, das Rathaus, unsere Promenade und der Yachthafen. Und hier sieht man die Festung noch mal gut. Beeindruckend. Vielen Dank, Marcos. Es war nett, mit dir in Alicante unterwegs zu sein. In Alicante. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und sage danke und bis zum nächsten Mal. Adios. Adios. Ja, Muchas adios. gracias. Adios. Gracias. Bye bye. Auf Wiedersehen. Ciao. Bye bye. So, und wir nehmen jetzt hier unser Boot. Which one is our boat again? The black one. And then we just head to Ibiza. Ibiza or Formentera better. Formentera.